Ich habe Chico kennengelernt. Einmal natürlich die Produkte, Cloud und für mich war klar, das ist die Zukunft. Gerade wenn es um AI geht, Infrastruktur, aber auch Softwarelösungen dazu, alles drumherum. War fasziniert, auch weil G-Core ursprünglich aus der Gaming-Szene kommt. Und da seid ihr wahrscheinlich alle noch zu jung, aber ich habe in den 80er Jahren auch mit Gaming angefangen, ganz anders als heute. Aber das fand ich immer sehr nett. Aber das Unternehmen ist toll und hat eine Zukunftstechnologie und das hat mir viel Freude gemacht. Also erstmal sind wir schon nicht nur europaweit, sondern weltweit unterwegs. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um zu zeigen, wenn es um Europa geht, Europastärkung, dann haben wir Erfahrung, auch internationale Erfahrung. Wir haben alle Technologien, die man braucht, also von Zugang zu meistens ja dann Nvidia-Chipsets, aber eben auch die notwendigen Energieversorger dazu, Infrastrukturmaßnahmen, aber eben auch Software und vor allem das Wissen, wie man das alles zusammenführen kann. Und wenn es immer darum geht, über europäische Souveränität zu sprechen, dann glaube ich, muss es auch jemand geben, der es umsetzt. Und das kann G-Core in hervorragender Weise. Also heute geht es einmal um ein sehr spezielles Thema. Das ist das Thema Gesundheit, Cloud und AI. Es gibt, glaube ich, keine Branche, keine Industrie, die so einen großen Nachholbedarf hat für AI, wie wir es in der Gesundheitsszene sehen. Es ist eine Riesenchance, aber auch eine große Herausforderung von der Technologie bis hin, wie immer, zur Finanzierung. Darüber werden wir heute reden und vor allem das Thema Privacy und damit auch Security wird eine große Rolle spielen. Das zweite Thema ist die Frage europäische Souveränität. Alle reden immer von europäischer Souveränität. Die EU plant ein Riesenprogramm mit 200 Milliarden, das ist schon eine ganze Menge Geld. Aber am Ende, wenn man da reinguckt, dann ist dann doch wieder Nvidia, eben kein europäischer Konzern, dabei, dann die Hardware zu liefern. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, dass es der richtige Weg ist. Denn es gehört zum Wissen ja auch dazu, dass Cloud natürlich aus Hardware besteht, aber noch viel mehr braucht. Und all das, was es noch dazu braucht in der Wertschöpfungskette, das kann Deutschland, das kann Europa gut liefern. Und darauf will ich heute hinweisen. Aber ganz wichtig, nicht immer nur nach drüben zu schauen, also über den Atlantik in die USA, sondern wirklich selber nachzudenken, was können wir eigentlich schaffen? Und wir können wahnsinnig viel. Wir haben die Technologie, wir haben das Wissen, wir haben das Können, wir haben die richtigen Leute. Und anders als in den USA, glaube ich, haben wir auch ein zukunftsweisendes, klingt jetzt doof, wenn ich das sage, Regulierungssystem, was, glaube ich, einen fairen Ausgleich schafft zwischen den Anbietern auf der einen Seite, aber auch den berechtigten Datenschutzinteressen der Nutzer auf der anderen Seite. Und ich glaube, das ist das, was uns ausmacht. Da wurden wir zu Anfang belächelt, aber jetzt zeigt sich, dass Europa gar nicht so schlecht unterwegs ist. Also gar nicht so sehr nach anderen schauen, sondern sich selbst bewusst werden und selber machen. Das ist natürlich ein Megaprojekt. Einmal für Northern Data, für G-Core. Ich glaube aber auch weit mehr als nur für ein Unternehmen, für ganz Europa. Wenn das Thema europäische Souveränität eine Rolle spielen soll, dann nur, wenn wir selber etwas schaffen. Frankreich ist dabei, Spanien ist dabei. Ich fände es sogar noch besser, man würde mit allen europäischen Mitgliedstaaten zusammenarbeiten. Aber hier können wir ja sagen, Deutschland geht voran und hat eben seine eigene Gigafactory. Und wir sind eben Mitplayer dabei. Wir sind Hardware-Lieferer, Knowledge-Lieferer, auch Software-Lieferer. Das macht uns schon ein bisschen stolz. Aber es ist, wie gesagt, nicht nur ein Projekt für Northern Data und G-Core, sondern weiter hinaus für ganz Europa. Einmal ist natürlich meine Bordkollegin Fei-Yu Xu hier mit dabei, die eben auch das Thema europäische Souveränität nochmal angesprochen hat. Speziell aber auch noch das Thema AI und Quantum. Das finde ich auch wahnsinnig spannend. Ich meine, wir neigen ja immer dazu, Technologien immer aus dem Stand von heute, 2025, zu sehen. Da sagt man, wir brauchen ein Chipset, dann brauchen wir dafür Energie. Aber wenn man vielleicht 20 Jahre weiterdenkt oder auch nur 10 Jahre, dann gibt es vielleicht hoffentlich Quantumcomputer, die auch in der Lage sind, komplexe mathematische Probleme zu lösen, ohne diesen großen Energiebedarf zu haben. Und ich glaube, darüber jetzt schon nachzudenken und die Infrastruktur dafür bereitzuhalten und die Systeme zu überlegen und zu designen, das wäre super und da bin ich gerne mit dabei, das höre ich mir an.